Wir sind heute von Wien über die Grenze nach Ungarn. Kurz vor Budapest sind wir an der Autobahnraststätte rausgehüpft. Kurz vor der Grenze nach Rumänien haben wir dann einen neuen Adam kennengelernt, der aus Ungarn ist. Und der macht Urlaub für die nächsten 2 Tage. Mit ihm sind wir dann nach Rumänien gefahren. Und wir wollten die Zeit zusammen verbringen. Er hatte voll Bock auf Wandern und dann haben wir ein bisschen Bergguide gespielt und sind zusammen ein paar Bergtouren gegangen, wo wir uns schon rausgesucht haben. Und er hat es voll genossen, war mega motiviert, der wollte weitergehen und zum Schluss haben wir dann aber auch nochmal umdrehen müssen, weil nach 5 Stunden Wandern waren wir dann alle ziemlich platt. Wir reisen immer noch mit Adam. Er hilft uns immer noch weiterzukommen. Jetzt fahren wir gerade eine Passstraße hoch. Und jetzt kommen wir bald in die Wolkenbasis. Bin mal gespannt. Wenn ich hier fliegen würde, würde ich wahrscheinlich hier starten oder hier starten und dann gleich, wenn es geht oder wenn es nicht trägt, hier landen gehen. Oder hier rechts dann soaren und dann Höhe machen. Weil da hinten sind ganz viele Elektrolines, da würde ich einfach nicht lang fliegen. Oben war es dann echt saukalt und neblig und Adam hatte keine passenden Kleider dabei, darum habe ich ihm dann meine Jacke geliehen, meine Handschuhe und Knieprobleme hatte er auch, also habe ich ihm auch meine Stöcke gegeben. Hat dann auch irgendwann verraten, dass er Asthma hat und nicht mehr so fit ist. Naja, weil wir haben es überall hoch und runter geschafft, das war alles recht cool. Was hast du da? Von der Oma sind die super warm. Socken. Ja, das mit den Bären, das ist da so eine Sache. Es gibt eigentlich da ein paar so Plätze, die sind einfach bärenverseucht, sagen die Einheimischen. Da muss man aufpassen beim Wandern, muss man aufpassen beim Zelten. Und ja, wir haben uns da viel informiert und geschaut, dass wir da halt einfach aufpassen. Was uns ein bisschen gestört hat, ist bei den ganzen touristischen Plätzen werden Bären halt angefüttert. Und die spielen da mit Plastik rum und das hat uns ein bisschen abgeschreckt. Fanden wir nicht so cool. Wir sind gerade auf dem Weg nach Rapparosi. Ist das schöne Gebiet hier vorne. Die ganze rote Kante kann man dann hin und her soaren. Wir müssen jetzt nur noch über das Feld laufen, weil es der kürzeste Weg ist. Und vorher sind wir mit einem einzigen Bus vom Punkt A nach Punkt B gekommen, ohne dass wir einmal aussteigen mussten. Und lang warten haben wir auch nicht müssen. Rumänen sind einfach so lieb. Und das war ein Bus, der wo die Leute zahlen. Und die sind durch halb Rumänien jetzt schon gefahren. Und der hat uns einfach gesagt, ja, nimm ein Stückchen mit. Fährt doch eh dieselbe Richtung. Ah, jetzt sind wir fast schon da. Alter, fuck, ist der Boden weich.
Ist nicht mehr so weit. Yummy, yummy. Schon beim Einhängen habe ich gemerkt, dass die Windböen ziemlich heftig sind. Aber ich habe gedacht, ja, bei einem ruhigen Moment kann ich mal rausstarten und dann, wenn ich in der Luft bin, dann geht es schon, weil es nicht zu schlimm ist. Aber ja, die ersten paar Böen, die haben mir halt einfach immer die Füße weggerissen. Und ich habe überhaupt nicht stehen können. Mir hat immer den Gleitschirm zerzuselt. Ja, ich habe da so kämpfen müssen. Jamila hat schon gemeint, ich soll aufhören für heute und es gut sein lassen. Aber so ist es halt. Ich bin da ein bisschen ehrgeizig und will dann doch noch raus und vielleicht geht's ja doch. Und dann haben wir ein bisschen die Position verändert, ein bisschen aus dem Kanal hinten raus, sondern weiter auf die linke Seite und da war dann deutlich weniger Wind. Und da hat es uns halt dann auch nicht ganz so herkaut. So, nochmal top gelandet. Jetzt warte ich nochmal, bis die anderen kommen. Wir sind gerade unten am Bus nochmal losgelaufen. Cool. Jetzt kommen nochmal 2 andere Piloten. Jetzt geht's richtig ab hier. Die 2 Piloten waren aus Polen, Maciej und Mac, die mit ihrem VW-Bus für 3 Wochen durch Rumänien gereist sind. Und den Hund dürfen wir nicht vergessen, Molly, der beste Hund ever. Die 2 waren einfach super cool unterwegs, sehr entspannt und schön, dass die auch so viel Zeit hatten und dann zusammen Gleitschirm fliegen und das Gebiet ein bisschen zu Fuß erkunden, zusammen Abendessen, ja, Lagerfeuerchen machen, war richtig, richtig coole Zeit. Gleitschirmfliegen ist in Rumänien jetzt auch nicht so mega bekannt. Sollte man eh schon froh sein, wenn man mal andere Piloten trifft. زنی بگیرم و من غمی همه غمم بود از همین که خدا نکرده خطا کنی Jetzt bin ich fast eine Stunde geflogen und ich bin nur noch ein Eiswürfel. Es ist überhaupt nicht warm. Jetzt decke ich mich ein bisschen zu mit meinem Gleitschirm und dann später nochmal vielleicht noch eine Stunde oder eine halbe Stunde noch ein bisschen rumsohren. Das sind die perfekten Bedingungen. Nicht zu stark, schön laminar, macht super viel Spaß.
Ja, wie das halt so ist, wenn man normal so einen Bus hat oder sowas, dann zeigt man ihn ja gerne her und wir haben halt keinen Bus. Wir zeigen unser Backpack her und die Leute sind immer beeindruckt, dass die Technik schon so weit ist, dass man das alles in einen Rucksack packen kann und damit rumreisen kann. Rumänien hat einen Haufen Straßenhunde und die sind alle so lieb. Wir haben uns oft gedacht, die sind auch voll der gute Schutz vor Bären. Ja, darum waren wir immer ganz froh, dass die dann immer irgendwo in der Nähe waren. Dann hat man immer gemerkt, wenn neue Menschen kommen oder ja, wenn andere Tiere unterwegs sind. Als nächstes Fluggebiet steht Rimitee auf unserer Liste. Zusammen mit Maciej und Mac geht es weiter. Rimitee hat uns besonders gut gefallen. Hier wurde im 17. Jahrhundert viel Eisen abgebaut. Jetzt lebt das kleine Dorf mehr vom Tourismus. Das Coole in den Dörfern ist, du findest überall Brunnen, wo du dann einfach kostenlos Wasser wieder auffüllen kannst. Das Schöne an dem Platz ist, dass man hier landen kann und campen und das Auto parken. Viele von den Einheimischen gehen an den kleineren Startplatz, der deutlich tiefer ist und einen kurzen Anstieg hat. Und dann kämpfen sie sich hoch. Try and try. That's the only way to go up. No, 20 minutes. it's just a game. Yeah. Manchmal dauert es dann einfach länger, bis man die richtige Thermik erwischt und dann sich gut hocharbeiten kann. Und wenn man dann mal oben ist, dann ist es deutlich leichter. Wenn man unten startet, spart man sich ungefähr 1,5 Stunden Wandern. Und wenn man dann ein bisschen Höhe gemacht hat, kann man sich den zweiten Startplatz anschauen. Als ich das erste Mal dann Überhöhung hatte vom Gipfel, wollte ich unbedingt auf das Massiv rüberfliegen. Es schaut einfach mega cool aus. Wir haben ja jetzt schon einige Piloten aus Rumänien getroffen und die meisten sagen, sie kommen aus der Nähe von Rimitee, weil es hier einfach am schönsten zum Fliegen ist, die Thermik ist beständig und die Community ist einfach sau cool. Im Nachhinein wären wir eigentlich hier noch gerne viel länger geblieben. Aber das Wetter hat halt wieder für Prognose für die nächsten 14 Tage gesagt, Regen und es zieht zu. Und dann haben wir uns halt entschlossen weiterzuziehen. Aber hier könnte man Wochen, Monate bleiben und wandern
Und klettern kann man auf der anderen Seite und mega schön. So, wir sind mit Mathieu und Mac nach Remetea gefahren und hatten hier schöne 3 Tage übers Wochenende. Das Coole war, dass so viele Locals da waren. Und also hauptsächlich Piloten. Und die haben dann gegrillt und alle sind zusammen geflogen und haben zusammen gefeiert. Und der Platz hier ist halt einfach gigantisch. Einfach richtig schöne Aussicht direkt auf die Berge. Und das Fluggebiet ist halt voll südseitig, also toll zum Thermikfliegen. Wurden wir schon zweimal mitgenommen, aber jetzt stehen wir hier in Hartek und es ist beschissen. Seit 1,5 Stunden werden wir nicht mitgenommen. I know, yes. We like to go swimming. It's hot water. Touristic region. Yes. I know where. Yeah. Unser Truckdriver, der fliegt selber Paramotor und tut auch Motorrad fahren. Und er ist halt Pole und erzählt uns gerade, wo er schon überall beim gleichen Fliegen war. Die Welt ist so klein. Zwecks Sprache, eigentlich kommt man gut mit Englisch durchs Land und ja, was immer gut ist, wenn du halt ein paar Wörter wie Hallo, Danke, wie geht's auf Rumänisch lernst. Die Altstadt von Herculana ist echt sehenswert, auch wenn das meistens eher noch Ruinen sind. Die Gebäude sind halt super alt, aber so viel coole Bauten mit alten Fliesen, richtig cool. Wenn wir so Städte angucken oder Dörfer oder irgendwelche Plätze, dann lassen wir unser Gepäck meistens bei Hotels, fragen da, ob wir es unterstellen dürfen und dann ziehen wir los mit kleinem Gepäck und erkunden erstmal die Gegend. Wir sind gerade auf dem Weg zu einer Hot Spring, der unten am Fluss ist. Haben jetzt gerade nochmal eine Quelle Wasser aufgetankt. Unsere Sachen gepackt und jetzt geht es dann richtig steil die Stufen runter. Wie viele Stufen sind es denn? Sind heute dann extra hierher gekommen, weil hier weniger Leute sind. Man muss halt hier die steilen Stufen runter. Und hier ist unser Zeltplatz auf so einer Betonsockel und wenn man hier ein paar Meter weiter rüber geht, hier ist der Hot Spring. Von den ganzen Hot Springs hat uns der hier am besten gefallen. Es gibt noch einen, der ist unter so einer Brücke drin, der ist ein bisschen versteckt, aber der ist immer so überlaufen gewesen, weil der halt direkt neben so einem Campingplatz war. Und die anderen waren halt eher so ausbetoniert und die haben uns auch nicht so gut gefallen wie der hier. Wir waren ja ein paar Tage hier und haben jeden Tag hier so ein bisschen relaxed und uns erholt. Wir haben uns nur gewundert, warum das Zelt die ganze Zeit so warm ist. Dabei war einfach unter uns noch eine heiße Quelle. Und wir haben auch festgestellt, beim Hitchhiken ist man eigentlich genauso schnell, wie wenn man jetzt die öffentlichen nehmen muss oder darf. Guten Morgen, wir sind gestern Abend in Club Potiva noch angekommen und hatten Glück, dass wir noch eine Flugschule getroffen haben.
Die haben uns dann mitgenommen, weil wir vorne am Landeplatz nicht zelten durften oder sollten. Und dann waren wir auch ganz froh, weil die haben uns dann hier mitgenommen. Die wohnen in so einer netten Unterkunft hier. Und wir können hier hinten auf dem Fußballplatz unser Zelt aufstellen. Das ist eigentlich alles recht cool, weil wir haben jetzt auch einen Tisch und können hier Strom aufladen. Die Nacht war super, super kalt. Weiß auch nicht, es hat runtergezogen, wahrscheinlich auf 0 Grad. Die nehmen uns dann heute mal mit nach vorne und dann schauen wir mal, ob sie uns mit hochnehmen können und sonst laufen wir halt hoch. Das sind ungefähr 2 Stunden, sind 700 Höhenmeter. Oben sieht man dann noch den Startbereich. Es ist ziemlich baumig, aber halt schön flach, wenig Wind. Und wir hoffen, dass wir heute viel Thermik erwischen. Wahrscheinlich ist Blauthermik, weil noch gar keine Wolken da sind. Aber vielleicht kommt ja nachher noch mal was. Vorne ist die Flugschule. Die tun gerade noch Schulen und Briefing machen. Und dann denke ich mal, dass sie um 9:30 hochfahren oder sowas. Und das sind so nett und nehmen uns mit hoch. Wir haben echt mal wieder mega viel Glück. So die lieben Leute hier. Und genau, hier gibt es Kaffee und so kleine Barhocker. Es ist alles so süß hergerichtet. Der Startplatz ist hier eigentlich recht überschaubar. Hinten ist nochmal mega viel Platz zum Landen, falls man einen Startabbruch hat. Sonst ist es eine riesen Wiese hier. Geiles Panorama. Macht mega Bock hier oben zu stehen. Wir wollten uns nochmal bedanken bei Gigi und Adrian, die 2 Fluglehrer. Die haben uns so viel geholfen, so viel organisiert. Danke, war echt cool, euch kennenzulernen. Hier hatten wir richtig schöne Tage. Falls ihr mal dorthin fahren wollt, unten beim Landeplatz, der Stefan, der ist Akkupilot und Tandemflieger, der organisiert da eigentlich ziemlich viel. Den könnt ihr jederzeit anhauen und der hilft euch auf alle Fälle. Voll der coole Typ. 80 Kilometer entfernt von Klopodiva ist Parang Mountains. Von einem Piloten wurden wir dann auf den Startplatz hochgefahren. Und hier wollten wir eigentlich zelten. Und dass wir da nicht einfach in einem Garten von einem Einheimischen schlafen, bin ich da erstmal zum ersten Haus hin und habe da erstmal an die Haustür geklopft. Ich finde es wichtig beim Reisen auch die Einheimischen immer zu fragen, ob das die nicht stört und ob das okay ist für die. Wir sagen dann immer, wir machen keinen Müll, kein Lärm, kein Feuer. Dieses Mal kam aber alles anders. Auf die Frage hin, ob wir in seinem Garten schlafen dürfen oder zelten dürften, hat er nur gelacht und hat dann gefragt, ob wir nicht drin schlafen wollen. Er hat hier das Birdhouse selber gebaut, nutzt es für Familie und Freunde. Gerade ist er ein bisschen busy und muss halt Renovierungsarbeiten machen, aber wir können hier gerne übernachten. Am nächsten Tag sind wir dann im Wald Pilze suchen gegangen mit ihm. Dabei haben wir auch erfahren, dass er auch Gleitschirmpilot ist und öfters mal den Paragliding World Cup organisiert hat. Als er dann gefragt hat, was für Gleitschirme wir fliegen, wollte er dann unbedingt die Gleitschirme mal ausprobieren. Kroko meinte auch, wir sollten an dem Tag auf alle Fälle nochmal hochgehen an den Gipfel und ein bisschen Gleitschirmfliegen gehen, weil es heute ein richtig guter Tag ist. Wir waren da uns ein bisschen unsicher, weil unten ein bisschen starker Wind war. So sind wir dann erstmal ohne Gleitschirme hoch, um uns das Gebiet mal anzugucken. Und dann haben wir festgestellt, dass es ziemlich geil da oben ist. Und dann bin ich nochmal schnell runtergelaufen und nochmal schnell hochgelaufen. Und ja, 2 Stunden später bin ich dann oben auch mal rausgestartet. Jimmy, Jimmy, there's pressure on you, and life ain't feeling how it used to. Jimmy, Jimmy,
to be sad when they play a song. We get along. I've been searching, looking for a permanent reason. Out of sync with the scenes, is not sure what I believe in. And I'm burdened, why is being loved so appealing? Can't conform, I'm alone, we're all just lost without meaning. Just away from the West, I'm born and bred. We could have been rich, was poor instead. Das Spannende an dem Tag war, dass eine Invasion drin liegt und nur unterhalb starker Wind war und oben war einfach gar nichts. Und ich habe mich schon gefasst gemacht auf eine Landung, die etwas sportlicher sein wird, also 30 km/h plus Gegenwind. Und darum war ich ein bisschen vorsichtig, wie man jetzt hier die Landevolte macht. Und ja, da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Eine tolle Windfahne, eine ganz große, ist da unten am großen Haus. Das Haus da unten gehört übrigens dem X-Alp-Piloten Toma Okonia. Den haben wir beim Hochlaufen auch gesehen. Hier habe ich dann schon den starken Gegenwind gespürt und habe laufen lassen. Und zum Schluss bin ich dann einfach nur noch gestanden und da ging es schön senkrecht runter. Es kam dann schon ein Auto auf der Straße und ich habe Angst gehabt, dass mich das gleich zusammenfährt. Ich war dann ganz happy, es hat mich gesehen. Das waren die Ranger von hier. Vorher haben wir ja noch einen Schnaps und Kaffee bekommen und einen Stuhl. Und der Fahrer hat uns gleich mal hier einen Weißwein eingeschüttet. Jetzt haben wir erstmal den ersten Becher exen müssen, weil er wollte nochmal nachschütten. Und jetzt, naja, das ist voll die Alkoholroute, was wir hier hitchhiken. Wahnsinn, die Leute hier. Prost. Wenn wir viel Zeit an der Straße haben, probieren wir manchmal den Straßenhunden einen Trick beizubringen. Aber auf mich haben sie nie gehört. Waren einfach zu faul, die Hunde. Und nach einer Zeit wird es uns dann meistens ziemlich kalt. Und da hilft nur eins. Come on, stand up, everybody dancing! Als wir dann an der Bundesstraße standen, ist ein Taxifahrer stehen geblieben und der hat uns dann über 160 Kilometer einfach mal so mitgenommen. Unser nächstes Ziel war eigentlich 2 Couchsurfer zu besuchen, Christina und Victor. Das sind auch so richtige Weltenbummler, sind jetzt auch schon seit 7 Jahren immer wieder mal unterwegs. Eigentlich wollten wir mit denen Gleitschirm fliegen gehen, aber das Wetter war so kalt und regnerisch. Mul zum Mist. Schön, dass ihr uns so lieb aufgenommen habt. Eigentlich wollten wir noch Gleitschirm fliegen gehen um das Gebiet von Brasov, aber das ist so bärenverseucht hier. Haben wir gesagt, wir hitchhiken lieber doch gleich durch und gehen zu so einem alten Vulkan. Wir sind die Hitchhiker von Rumänien. Wir sind jetzt heute angekommen in Rákos und die sind die ganzen Felsen. Und jetzt suchen wir uns noch einen Campingplatz am See. Die ganzen Felsen, die wo man jetzt hinter unserem Zelt sieht, sind alle Vulkangestein. Und vorher haben wir uns noch so einen riesen Steinbruch angeguckt. Und der Vulkan, der ist zugebaut worden mit so einer kleiner Westernstadt. Dort haben sie den Film Django gedreht. In Rumänien wurden wir auch oft vor den Zigeunern gewarnt, den Gypsies oder Roma, wie man sie nennt. Aber sogar die haben uns beim Hitchhiken dann einfach mitgenommen und waren total nett. Natürlich ist es auch so, wenn du nur einen triffst, dann hast du nicht alle getroffen. Also mit unseren Erfahrungen, wir hatten keine schlechten Erfahrungen,
Aber so im Groben und Ganzen sind sie halt einfach eine Minderheit in ihrem Land und ja, haben es nicht einfach, glaube ich. Bye bye. Bye bye. Schon gehitchhiked. Juhu! So, unser Zeltplatz hier. Wir haben hier noch ein paar Nüsse gesammelt und heute mit einem schönen Zeltplatz mit Blick über die Stadt. Und ja, wir haben schon 2 andere Leute hier getroffen, die haben gemeint, dass es heute Abend noch regnen soll und dass es richtig kalt werden soll. Aber, die letzten 2 Tage waren schon richtig kalt. Es war immer so 0 Grad, 3 Grad. Nicht wirklich gerade warm, aber es hilft jetzt alles nichts. Genau. Wir werden jetzt hier noch oben noch gemütlich sitzen und die Aussicht genießen und noch kochen und dann in unsere Schlafsäcke kriechen. Guten Morgen! Bei uns ist der Herbst gekommen. Die ganze Nacht war es pipperkalt und die Wettervorhersagen sind, dass es halt jetzt noch kälter werden soll und noch viel mehr Regen. Darum haben wir uns heute entschlossen, dass wir ein gutes Stückchen mit dem Zug fahren wollen. Das sind so 800 Kilometer. Dann kommen wir fast schon einmal quer durch Ungarn und sind dann fast schon wieder in Österreich. Und ja, wir hoffen, das macht es ein bisschen bequemer, weil es jetzt einfach schon so kalt geworden ist. Sitzen wir richtig? Was? Na dann. So, der Schaffner hat uns jetzt nochmal in unsere Kabine gebracht, weil wir vorher nicht richtig saßen. Der Mila hat es nochmal gecheckt und ja, er hat uns dann bis hierher mitbegleitet. Er hat uns sogar noch ein Upgrade gegeben, aber für so Schlafkabinen, aber die hätten halt dann einfach nochmal mehr gekostet. Aber hier sind wir mega happy. Wir können hier Licht ausmachen und Musik laut und leise und sogar die Temperatur regulieren. Was will man mehr? Und wir haben unsere Ruhe und können die Masken abnehmen. Wir werden hier gut schlafen. Der Zug fährt die ganze Nacht durch und schaukelt uns in den Schlaf. Budapest. Budapest. Wir fahren alle nach Budapest. Und wir fahren nach Sopron. Von Sopron haben wir eigentlich 2 Autos bis nach Traunstein gebraucht. Und von da war es eigentlich dann nur noch ein Katzensprung nach Hause. Für die ganze Strecke von Rumänien nach Deutschland haben wir 24 Stunden gebraucht. Unser Fazit für Rumänien. Ein total unterschätztes Land, das mit Gastfreundschaft an jeder Ecke überrascht. Atemberaubende Natur, die zum Wandern einlädt. Eine Paragliding-Community, wie man sie sich nur wünscht. Und lasst euch nicht abschrecken von den Vorurteilen. Die Leute an sich sind so lieb. Und was ganz wichtig ist, bringt Hundefutter mit. Wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt einfach noch den Follower-Button. Und hier sind noch 2 Videos. Eines ist von der Schweiz, wo wir mit Rucksack unterwegs waren. Und ein Skandinavien-Video, wo wir mit Gleitschirmen 4 Monate durch Norwegen gereist sind.